Ja, mein Name ist Stefan Kemperdick. Ich bin Kurator für altniederländische und altdeutsche Malerei hier an der Gemäldegalerie. Und in der befinden wir uns auch in diesem Moment, und zwar im Raum der großformatigen Werke des mittleren und späten 15. Jahrhunderts. Einige der Hauptwerke unserer Galerie sind hier, wie zum Beispiel dieses wunderbare Bildnis des Etienne Chevalier mit seinem Schutzheiligen Stephanus von der Hand von Jean Fouquet, gemalt in den 1450er Jahren. Vor einer Renaissance-Architektur knien die beiden einer Fantasie-Renaissance-Architektur, der allerersten, die zu dieser Zeit nördlich der Alpen gemalt wurde. Und Etienne Chevalier bittet. Er betet und er bittet um Erlösung und Beistand, und sein Schutzheiliger Stephanus hilft ihm dabei. Und wo wendet er sich hin? Natürlich an die Madonna. Dieses Bild war ursprünglich die linke Hälfte eines Diptychons, eines zweiteiligen Gemäldes. Da war mit einem Scharnier eine Madonnentafel mit verbunden, die leider nicht hier in Berlin ist. Auch diese Madonna mag vielleicht einen Stifter auf der anderen Seite gehabt haben. Nun, da geht es um Beistand, und den kann man ja allzeit brauchen auf der Welt und natürlich auch nach dem Tode, wenn es auf das jüngste Gericht zugeht oder wenn es um die Fegefeuerstrafen geht. Ein anderes höchst ungewöhnliches Werk hier in dem Raum ist diese Tafel hier, die zugeschrieben wird einem Künstler namens Albert von Auwater, über den wir fast nichts wissen. Sicher können wir allerdings sagen, dass dieses Bild in Haarlem entstanden ist, das heißt in der Grafschaft Holland, vielleicht um 1460. Das Bild ist also mit dem eben gezeichneten Porträt fast zeitgleich entstanden. Und hier ist ein Motiv gemalt, was in der christlichen Ikonografie eine große Rolle spielt, trotzdem in großen Tafelbildern gar nicht so häufig vorkommt und deswegen von vielen Leuten auch gar nicht gekannt wird. Das ist nämlich die Auferweckung des Lazarus. Hier ist Christus zu sehen. Die rote Dame dort ist wahrscheinlich Magdalena, Schwester des Lazarus, dort hinten Martha. Christus ist hier mit einigen Aposteln erschienen. Und das Grab ist geöffnet worden, und Lazarus, der wie gesagt schon 3 Tage da drin war, wird in diesem Moment von Christus, von den Toten auferweckt, indem Christus sagt: Lazarus, komme aus dem Grab hervor. Und das geschieht hier. Hier sehen Sie eine Gruppe von jüdischen Priestern, die da anwesend sind. Der ganze Bau hier, das Gebäude, soll sicherlich einen Tempel darstellen. Und die halten sich, wie Sie sehen können, die Nase zu, denn Lazarus ist wirklich 3 Tage lang im Grab gewesen. Er müffelt also schon gewaltig. Und wie Sie sehen, das hat der Maler eigentlich wunderbar erfasst. Die Augen des gerade zum Leben Erweckten gehen noch auseinander. Also der ist noch nicht ganz bei Bewusstsein. Und Sie sehen dann auch diese gelbfahle Fleischfarbe, die er hat. Das heißt, hier ist der Erweckungsprozess gerade noch im Gange, nicht wahr? Hier wird aus dem Leichnam wieder ein lebender Mensch. Es ist natürlich in christlicher Hinsicht ungeheuer wichtig, weil Christus damit zeigt, dass er Gott ist und dass er die Toten wieder zum Leben auferwecken kann. Und für die Gläubigen der Zeit war es natürlich eine Art Bestätigung im Voraus, dass am jüngsten Tage tatsächlich die Menschen vom Tode wieder auferstehen würden, so wie Jesus das eben an Lazarus schon vorher exerziert hatte. Und hier in einem wirklich wunderschönen Beispiel, einem zu Beginn des 16. Jahrhunderts von dem Maler Gerard David in Brügge in Flandern geschaffenen Gemälde, das natürlich einmal durch seine Monumentalität besticht, wie Christus also da wirklich so weit oben hängt und auf uns herabguckt, ist doch sehr beeindruckend, und natürlich diese wunderbare Tonigkeit der Gewänder, der Landschaften und so weiter, die so einen ganz speziellen und auch wenn man sich hier umguckt, gerade im Vergleich zu dem Bild eben zum Beispiel sehr ungewöhnlichen Farbakkord ergibt, und dieser wunderbaren Landschaft, wo man hier eine flämische Stadt liegen sieht, mit solchen typischen Torbauten, Mauern und so weiter, die aber natürlich keine flämische Stadt sein soll, sondern wie man an diesem Zentralgebäude sehen kann, Jerusalem mit dem Tempel darstellt. Denn Golgatha, der Schädelberg, ist ja außerhalb von Jerusalem. Das sieht man da also, Jerusalem ganz aktualisiert in Flandern gewissermaßen, und die Leute natürlich auch mit so leicht
antikisierenden Kleidern, aber ansonsten gerade hier Magdalena, die dort kniet, könnte natürlich auch eine sehr reich gekleidete Dame aus der flämischen, aus der niederländischen Gesellschaft sein. Dieses Bild ist übrigens insofern bemerkenswert, als dass es hier so als Einzeltafel hängt und auch sehr schön als solche funktioniert, ist allerdings doch ein bisschen irritiert, dass der Christus am Kreuz diagonal gestellt ist. Also er hängt ja etwas schräg nach links gewandt. Das ist ganz ungewöhnlich. Nun, der Grund dafür ist tatsächlich, weil dieses riesige Bild, genauso wie das Porträt, was wir ganz zu Anfang gesehen haben, der Flügel eines Diptychons. Und hier an dieser Stelle befand sich der andere Flügel. Auf diesem anderen Flügel, der konnte auch geklappt werden, war ursprünglich, genau wie bei dem Werk von Fouquet, was wir zuerst gesehen haben, der Stifter dargestellt. Der Stifter mit mehreren Schutzpatronen, der hier auch in der kontinuierlich sich fortsetzenden Landschaft gekniet hat und zu Christus gebetet hat. Diese zweite Tafel ist übrigens auch noch erhalten, wenn auch etwas beschädigt, und die befindet sich heute in London in der National Gallery. Gehen wir noch mal etwas weiter, zeitlich jetzt wieder ein bisschen zurück zu einem der bedeutendsten und größten Stücke, die hier in unserer Abteilung altniederländischer Malerei vorhanden sind. Das ist diese sehr große Altartafel von Hugo van der Pruus. Sie sehen also gewaltiges Format, noch mit dem originalen Rahmen. Eine absolute Seltenheit. Die Rahmen aller anderen Bilder, die wir hier sehen, sind modern. Das hier ist wirklich der originale Rahmen, und wenn wir uns den angucken, dann stellen wir auch sogleich fest, dass hier Scharniere dran sind an beiden Seiten. Das sind auch die originalen Scharniere. Es war also ein Triptychon, eine in den Niederlanden und überhaupt so in Europa nördlich der Alpen sehr übliche Form des Altarbildes. Es war übrigens auch in der Mitte etwas höher. Man hat das mal zu einem früheren Zeitpunkt, wahrscheinlich schon vor einigen Jahrhunderten, oben abgeschnitten. Ursprünglich müssen Sie sich die mittlere Erhöhung noch wesentlich höher vorstellen. Da ging es vielleicht noch einen Meter weiter. Und was da jetzt so gelb und lila runterhängt, das sind die Gewänder von Engeln, die da früher schwebten. Der Altar, diese Tafel wird Monforte-Altar genannt. Das liegt daran, dass das Bild im 19. Jahrhundert in einem Kloster Monforte in Spanien entdeckt wurde. Da ist es nicht ursprünglich für bestimmt gewesen, da können wir sicher sein. Es ist wahrscheinlich erst im 16. oder 17. Jahrhundert nach Spanien gekommen. Immerhin, es wurde dort gefunden und hat daher seinen Namen erhalten. Und ich sagte eben schon, dass diese Monumentalität und Größe der Figuren etwas ist, was für die niederländische Malerei des 15. Jahrhunderts wirklich gar nicht typisch ist. Und zusammen mit dieser wunderbaren Farbigkeit, auch diesen tiefen, kraftvollen Farben, die gerade in den Rottönen so ganz verschiedene Valeurs aufweisen, ganz verschiedene Materialitäten suggerieren. Und dieser Lichtregie, die hier ja sehr ausgeprägt ist, Lichteffekte, wenn man sich beispielsweise die Hand des mittleren Königs da anguckt, die ja von hinten beleuchtet wird, also ganz ungewöhnlich, ein ganz wunderbarer Effekt, wie es ihn sonst in der Barockmalerei gibt, 200 Jahre später oder so. Das Ganze hat tatsächlich dazu geführt, dass die Mönche im Kloster Monforte dieses Stück hatten und dann eben irgendwann verkauft haben, dass die also der Meinung waren, es würde sich hier um ein Werk von Rubens handeln. Und das ist immerhin witzig, denn die großen Retabel von Rubens sind ungefähr 150 Jahre später als dieses hier entstanden. Also auch nochmal ein Hinweis eigentlich darauf, so aus ganz naiver Sicht von Leuten, die sicherlich keine Kunsthistoriker waren, dass man aber eben das großartige Monumentale und diese farbliche Intensität, die man mit Rubens verband, hier drin schon wiedergefunden hat. Übrigens ein Bild, was mit zugleich unzähligen wunderbar gemachten Details aufwartet, die man sich eines Tages am besten mal im Original ansehen sollte, wenn das wieder möglich ist. Zum Abschluss noch ein Bild, das ein wenig später als die anderen entstanden ist, obwohl es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Dieses hier von Goswin van der Weyden. Goswin van der Weyden, der Enkelsohn des berühmten Rogier van der Weydens. Ein Bild, das ungefähr 1515 gemalt wurde, das aber ein historisches Ereignis darstellt, das zu diesem Zeitpunkt, als das Bild gemalt wurde,
schon mehr als 250 Jahre zurücklag. Und zwar die Schenkung von Kalmthout. Kalmthout ist ein Landstrich in Flandern und dieser Landstrich, dieses Gebiet wurde einer Abtei, wie Sie da hinten sehen können, geschenkt von lokalen Fürsten im 13. Jahrhundert. Dieser Grund ist natürlich sozusagen, das ist deren Kapital und Vermögen, aus dem sie die Erträge ziehen. Und für diese Stifter, die zu diesem Zeitpunkt, also wie gesagt, schon seit über 200 Jahren tot waren, dieses Gemälde machen lassen, was vielleicht als Altarbild diente in der Klosterkirche, aber was auf jeden Fall auch dem Gedächtnis der Memorie dieser Stifter dienen sollten. Und da fragt sich manch ein Betrachter immer mal, warum knien hier diese beiden Herrschaften so merkwürdig mit diesen kleinen Erdstücken, nicht wahr? Die haben also hier so ein bisschen Erde auf den Bäume wachsen in der Hand, und das ist so eine ganz direkte und so eine ganz herzig naive Umsetzung eigentlich dessen, dass die beiden eben dieses Land Kalmthout gestiftet haben. Und nach mittelalterlichem Rechtsverständnis ist so eine fromme Stiftung, wenn man das Land also eine Abtei gibt, dann gibt man das nicht der Körperschaft Abtei, sondern dann ist das eine Schenkung für den Schutzpatron oder die oberste Heilige der Abtei, und in diesem Falle ist das die Mutter Gottes. Das heißt, die beiden Stifter schenken der Mutter Gottes und ihrem Sohn Christus Land, und das ist ganz herzig handgreiflich hierher dargestellt worden. Dieser Künstler hat zu einer Zeit gelebt, zu der im Norden bereits die sogenannte nördliche Renaissance längst angefangen hat. Er greift hier aber, und das macht das Bild besonders interessant, gerade für diese beiden Figuren, aber auch für die Mutter Gottes, auf wesentlich ältere Vorlagen zurück. Er hat nämlich die Stifterin zum Beispiel nach einem Porträt gestaltet, das Rogier van der Weyden, also der Großvater des Malers, um 1450, das heißt 65 Jahre früher, gemalt hatte. Und auch der Stifter geht auf Vorbilder aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zurück. Die Madonna ebenfalls, die findet sich auch im Werke Roger van der Weydens um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Das wird hier also quasi zitiert, um das historische Ereignis, das 250 Jahre zurückliegt, anschaulich zu machen. Die Historizität bedient man sich eben Figurentypen und Modellen, die 60, 70 Jahre alt sind. Allerdings eingefasst hier wieder in eine wunderbare, spektakuläre Landschaft, die man auf den ersten Blick kaum sieht. Da muss man so am Kopf der Stifterin und des Stifters vorbeigucken. Es ist eine ganz atmosphärische, wunderbare, dichte Landschaft mit Häusern, Bergen, Seen, durch die man mit dem Auge quasi wandern kann. Also auch dieses eigentlich ein wunderbares, wenn auch wenig bekanntes Werk, historisch zudem sehr interessant, und zwar nicht nur durch den Historismus des Malers, der da eben auf wesentlich ältere Vorbilder zurückgreift. Es gibt hier auch noch einen anderen historistisch interessanten Aspekt, und das ist der Rahmen. Und ich sagte eben, dass der Hugo van der Goes da drüben noch seinen originalen Rahmen hat. Dieser Rahmen hier ist nicht original, es ist aber ein Schinkelrahmen. Denn dieses Gemälde ist 1821 bereits in die Sammlung gekommen, in die Gemäldegalerie, Sammlung. Die Galerie war damals ja noch gar nicht geöffnet. Es wurde mit der Sammlung Solly angekauft, und der Architekt Karl Friedrich Schinkel hat für viele der Bilder, für die wichtigsten Bilder, Rahmen entworfen, und so auch dieser hier. Und das Bild hat ihn als eines der wenigen übrigens noch behalten, diesen Schinkelrahmen. Und das ist also ein historistischer Rahmen von etwa 1820, 25, wo sich Friedrich Schinkel eben auch bemüht, in einer merkwürdigen Parallele zu dem, was der Maler 300 Jahre früher getan hatte, hier einen Historismus herzustellen, indem er nämlich einen Rahmen nimmt, der von seiner Struktur her ganz einem klassizistischen Rahmen der Zeit um 1800 entspricht, der dann aber mit diesen Architekturelementen und hier unten diesem Dreipassfries und so weiter lauter Elemente aufweist, die der Architektur der Spätgotik entnommen sind.
Also man wollte dort auch einen adäquaten Rahmen schaffen, in dem man auf historische Dinge zurückgegriffen hat.